Heute lernen wir Deutsch ein bisschen anders. Das heißt, Sie können das wie ein riesiges Hörverstehen betrachten, aber nicht auf dem Niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2, sondern auf dem Niveau Kartoffel 1. Das heißt, wenn ihr versteht, was ich sage, dann ist es eigentlich ziemlich guter Maß, um alle anderen zu verstehen, weil nicht mal ich verstehe ab und zu, was ich sage. Von daher ist definitiv nicht verkehrt, sich das Ganze reinzuziehen. Und hä? Was war denn das? Das war irgendein Geräusch, aber das ist nicht wichtig. Von daher lass uns mal anschauen, was hier alles passiert. Das ist mal ein Fernseher, das ist ein Fenster und draußen regnet es. Es ist eigentlich sehr, sehr starker Regen. Das heißt, es ist fast ein Sturm. Gibt es irgendeine Sturmwarnung oder irgendwas? Das weiß ich nicht. So, was haben wir denn noch? Das ist ein Heizkörper, das ist ein Bahn, das ist eine Uhr. Und wir sehen, wie spät ist es? Es ist eigentlich genau 6, 7, 8, 10, nee, 10 nach 8 ist es nicht. Das ist irgendwie 8 nach 8. Ne? Das heißt 8 Uhr und 8 Minuten nach 8 Uhr. So, oder 20 Uhr 08. Ja, hier sind irgendwelche Bilder und alles kommt mir ziemlich schwarz und weiß vor. Alles klar. Hier ist irgendeine... Okay, hier läuft irgendeine Untersuchung scheinbar. Es sind verschiedene Leute, verschiedene Plätze. Was ich nicht so gut finde, dass dieser Ventilator eigentlich in die Richtung die Luft weht. Und wenn du irgendwas hier an die Wand dran tackerst oder dran klebst mit den Pins, dann fliegt es vermutlich weg. Also, ich würde sagen, so clever war es nicht. Aber, wer bin ich denn? Ich bin nur Kartoffel. Ich kann es nicht beurteilen. Die weiß definitiv, was die tut. So, dann lass uns mal Fenster zumachen. Ui. Komischerweise ist hier nichts nass. Von so einem Sturm und so einem starken Wind würde ich hier anders erwarten. Aber lass uns mal anschauen, was Fernsehen so zeigt. Ja, schwierig. Weiß ich nicht. Das sind vielleicht irgendwelche 3D-Bilder. Das ist ein Bild. Und das alles ist ziemlich, naja, ziemlich chaotisch. Also die mag nicht im Zimmer aufzuräumen. Das wäre so ein Schlafzimmer. Ich hatte übrigens eine Zimmerwohnung. Ah, doch nicht. Okay, das... Oh! Das war ein Schatten. Und das war Blitz und Donner. Das ist die Küche. Wir sind in der Küche. Das ist ein Kühlschrank. Ich glaube, die reist gern. Weil es sind viele Fotos. Noch ein Plakat. Ich hoffe, das ist Milch. Aber ich weiß es nicht. Also, es ist wirklich ziemlich durcheinander hier das Ganze. Und was haben wir denn hier? Lass uns mal reingehen. Lass uns mal reingehen. Oh, Wasser läuft. Ich würde sagen, in Deutschland ist es fast ein Verbrechen, weil Leute sind extrem umweltbewusst. Das heißt, die leben in der Umweltschutz und alles Mögliche, machen das zwar nicht immer und meint es eigentlich nicht immer, aber wenn ein anderer irgendwas versaut, dann sind alle schnell da, um den zu beurteilen. Das ist übrigens nicht das, was ich in normale Badewanne finden würde, in so einem Zimmer, weil nämlich Pistole gehört wahrscheinlich nicht dazu. Wenn die aber liegt, gehe ich von aus, die wird irgendwie benutzt. Gar nicht mal so schlecht. Im Spiegel. Okay, gut. Also, ja, übrigens, das ist ein Spiegel. Und wir sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wow. Okay, gut. Dann lass uns mal das zumachen, bevor wir verurteilt werden und vor Gericht müssen als Wasserverschwender. So, dann drehen wir den Hahn zu. Ui, Ketchup. Doch kein Ketchup. Also, das ist Blut. Wir haben Nasenblut.
Und wir brauchen definitiv extrem viel Make-up, weil irgendwas passiert gerade. In den Händen auch. Okay, also ich würde sagen, das ist irgendein Problem. Wir müssen irgendwie hier Diät arbeiten oder an irgendwelchen Sachen, die die isst. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weil bevor man das Ganze dann mit Make-up wieder zuschüttelt, dauert es. So, Spiel zu Ende. Nein, nicht. Das war ein Traum. Wir haben geträumt. Was zur Hölle? So gesehen. Was soll die Scheiße? Wird jede Nacht schlimmer. Wird jede Nacht schlimmer. Das heißt, irgendwann mal war es gut und dann wurde es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Irgendwas verschlechtert sich. Naja, oder beziehungsweise man kann bestimmte Sachen verschlimmbessern. Was heißt das? Man versucht irgendwas besser zu machen, aber am Ende ist es trotzdem schlimmer als vorher. Und das ist ein Kalender, was sehen wir da? Noch 3 Tage. Mich diese Stadt mal. Und dann fährt er aus der Stadt weg. Das heißt, die ist definitiv nicht zufrieden mit irgendwas in dieser Stadt. Vielleicht Nachbarn, vielleicht Mietpreisen oder noch irgendwas. Aber die mag das definitiv nicht. Ja, wahrscheinlich, dass die ganzen Geräusche ständig irgendwie von draußen kommen und dann kann man nicht so ruhig schlafen. Alles klar, im Fernsehen sieht jetzt ein bisschen besser aus. Das ist irgendein Sender, der irgendwelche Nachrichten zeigt. Irgendwas ist wohl passiert. Immer noch Bett. Oh, die hat irgendwelche Akten von irgendwelcher Untersuchung. Oh, die Bill. Kann ich die nehmen? Wir haben Licht eingeschaltet. So viele Pillen. Zu viele Pillen. Es gibt nie sowas wie zu viele Pillen. Immer her damit. Aber ja, eigentlich nicht. Nein, Pillen sind schlecht. Kommt drauf an, aber welche. Okay, gut. Also, ja. Wir arbeiten bei der Polizei scheinbar. Oder wir sammeln irgendwelche Sachen, die mit Polizei irgendwie etwas zu tun haben. Übrigens, wir waren schon mal dran. Da sind die Akten. Und da sind Fingerabdrücke und alle möglichen Sachen. Ich glaube, das ist nicht clever, irgendwelche Beweisstücke im Zimmer zu halten und irgendwie privat weiter zu arbeiten, weil nämlich, wenn ich ausgeraubt werde, dann sind die Sachen weg. Ich hoffe, die haben irgendwelche Kopien auf dem Revier. Was ist da draußen los? Was ist da draußen los? Das weiß ich nicht. Werde aber bestimmt erfahren, habe ich so ein Gefühl. So, lass uns mal schauen. Oh, ich kann Licht einschalten. Wow, das ist gut. Gut, so wie im Traum, so wie im realen Leben, kann sie nicht wirklich solche physikalische Gesetze verstehen, dass wenn irgendwas ziemlich stark in die Richtung weht und du was da dran gedackert hat, das vielleicht wegfliegen kann und dann musst du das vom Boden aufheben und sammeln. Oh, so wie wir sehen hier. Ja, okay. Was ist denn hier? Jills Bericht. Soll ich das lesen? Ja, ich kann sehr schnell lesen. Soll ich das lesen? Ja. Also gut. Die ist mittendrin in irgendeiner Untersuchung. Also Layout vom Zimmer. Sieht ziemlich ähnlich so wie in unserem Traum. Vielleicht sogar weniger aufgeräumter. Das sind übrigens Pantoffeln. Wieso kann ich die nicht anziehen? Okay, dann heißt es nicht zu kalt. Das ist Teppich. Und das ist seine Tasche. So, wir sind wieder in der Küche. Hier ist irgendeine Notiz. Was steht denn da? Brief von einem Kollegen. Anonym vielleicht, oder nicht? Bla bla bla. Bla, wie schlägst du dich? Und bla 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 bla. Gut, optimal. So, das ist Pizza, das ist die Suppe. Die Suppe ist schon kalt. Eine Tasse mit Kaffee oder Tee ist auch kalt. Mülleimer sollte schon längst eigentlich rausgeschmissen werden, also beziehungsweise Müll. Und das ist auch ein Verbrechen, weil die macht keine Mülltrennung. In Deutschland ist sowas nicht erlaubt. Wird man direkt erschossen? Ja, erschossen nicht, aber ja, dann gibt es Stress ohne Ende. So, das ist Herd, das ist ein Wasserkocher, das ist ein Stapel Teller, Wein, hoffentlich immer noch Milch. Das ist schmutziges Geschirr. Naja, so schmutzig ist es auch nicht eigentlich, aber
Naja, liegt einfach da. Kühlschrank. Lass uns mal nachschauen, was da ist. Oh, stark. Ja, das ist Milch. Ich hatte recht. So, da ist Bier, Wein, Bier, Marmelade, Kijamasu. Kein Plan, was das ist. Das sind die Donuts. Ja, die ist bestimmt Polizisten. So, wir haben den Kühlschrank wieder zugemacht. So, Kühlschrank. Kühlschrank aufmachen. Kühlschrank zumachen. So, jetzt gehen wir wieder rein. Dann schauen wir mal wieder. Okay, das ist dunkler als im Traum. Lass uns mal hier umschauen. Weil bis hierhin haben wir nicht geschafft. Das ist die Eingangstür. Und ich kann nicht raus. Das ist vermutlich ein Schrank mit... Ja, genau. Das ist ein Schrank mit meinen Klamotten. Also das ist wirklich ein Zimmerwohnung. Aber in einem ziemlich runtergekommenen Zustand. Lasst uns mal in die Badewanne reingehen und schauen, ob jetzt das gleiche passiert. So, jetzt können wir mal Licht einschalten, wenn wir uns annähern können. Genau. So, haben wir hier auch eine Pistole oder Waffe? Nein. Das heißt, dich hat einer geklaut. Oder wir haben es wirklich nur geträumt und eigentlich haben wir ihn nicht. Ja, wir bluten auch nicht. Das ist schon mal wesentlich besser als erwartet. Jo. Perfekt. Okay, jetzt haben wir uns dann von der ersten Perspektive zu der dritten Perspektive geändert und irgendeiner versucht uns zu erreichen. Wie kann das sein? Das weiß ich nicht. Musst du ja wissen. Ich habe dich ja jetzt vor kurzem kennengelernt. So. Soll ich mal zum Telefon gehen und drankommen? Vermutlich. Aber erstmal offener Umschlag, dass wir nicht lesen. So. Wer ist denn da? Ich bin wirklich extrem gespannt. Hallo? Jill, geht's dir gut? Oh ja, mir geht's Brad, gut. bist du das? Ja, Du musst sofort raus da. muss ich sofort Warum raus. redest du Also, denn? Ich kann's jetzt nicht erklären. Du musst da raus. Sofort. sofort. Okay, lass mich meine... Wer ist denn das? Also. Wow, das ist ein netter. Oh, ihre Pistole ist da. Wow. Ich weiß nicht, aber eigentlich nach solchen Schlägen würde ich sagen, das Spiel... Watch! Ich bin gespannt. Boah, die ist wirklich ein... Boah. Ich würde sagen, mindestens zweimal wäre die schon längst tot. Oder zumindest verletzt. Was du liest, das Ding? Ja, na dir. Wenn man Mietspiegel anschaut, könnte das Vermieter sein. Und wenn es teuer war, dann habe ich meine Miete nicht bezahlt und er ist einfach vorbeigekommen, um nachzufragen, wie es mir so geht. Das ist ein ziemlich realistisches Bild in Deutschland. Definitiv. Oh, hier ist alles aufgeräumt. Der ist unzufrieden. Aber der will nicht hier rein, weil wahrscheinlich, das ist nicht seine Wohnung. Also, die verantwortet er nicht. Das ist nicht seine Mietwohnung. Das ist wirklich ein guter Indiz, dass er vermutlich Vermieter ist. Okay, also die haben ziemlich ähnlichen Layout. Bei mir und hier? Naja, wer weiß. So, wir sind jetzt draußen. Die fragen sich immer noch, was zur Hölle das Ganze ist. Ja, das ist wirklich unmöglich. Mann, der ist echt schon drauf. Und was ist denn das für... Oh, eine interessante Perspektive. Okay, keine gute Perspektive. Oh, die ist eiskalt. Ich mag das Spiel. Ich mag dieses Spiel definitiv. Okay, es brennt alles überall. Und ein... Wow. Voll gegen die Tür mit der Fresse. Also ich bin... Moment. Kein Zeichen von irgendwie Blut oder irgendwelchen... Wow, stark. Die ist wirklich... Ich habe so einen Verdacht. Vielleicht ist sie ein Roboter. Mann, Mann, Mann. Und ja, das Ganze überlebt. Freunde. Ich glaube, die ist echt hart.
glaube, die Kameraperspektiven sind nicht zufällig. So. Okay, zumindest ruckelt es ähnlich. Okay, Licht links mit Texturen ist irgendwie nicht so optimal. Ich glaube, die soll nicht jedes Mal warten, wenn ausgebremst wird. Ich würde da einfach weglaufen, soweit es geht. Dann wahrscheinlich nach 20 Kilometern, bis ich umfalle, dann erstmal stehen bleiben. Was zum Teufel? Ja, das frage ich mich auch. Kann ich irgendwie... Moment, lass uns mal einen schnellen Check machen. Okay, gut, es sind doch ein paar Anzeichen von unserer Flucht. Was mit dem Bauch? Ich glaube, Bauch ist nicht das Problem. Gesicht und irgendwie Schulter, so wie wir gefallen sind, und Knochen und alles Mögliche. Ja, hier drüben! Hier drüben, gut, gut, gut. Wer bist denn du? Brad. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den Hat zwei er das letzten Ding Stars, auch die gesehen? noch in der Stadt sind. Dir und Oh, mir. ich bin ein Star. Ich bleib nicht hier. Das ist geil. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Ich glaube auch. Aber die sind nicht so, als ob er wirklich sehr stark fliehen Weiß nicht. wollte. Okay, Aber jetzt eine noch. Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arklay, nur viel schlimmer. Oh, das ist fast wie Last of Us, ne? Da ist ja auch so ein Ding. Der war Theater. Hey, warte! Hier unten! Desaster, Maske, Sprinten, Verdammt Enter. nochmal! Oh, ich kann sprinten. Okay, gut. Moment, wo sollen wir hin? Boah, der Typ, der ist so schnell. Können so viele Menschen infiziert Ich glaube, der sein? wird mich einfach zurücklassen, ohne irgendwie zu überlegen. Brad, ich glaube, Brad, du bist fällig. Hier rein! Bist du dir sicher, Brad? Bist du dir wirklich sicher, dass wir da rein sollen? Oh. Die sehen aus wie Leute, die zu viel russisches Fernsehen gesehen haben. Definitiv. Genau die gleiche Emotion. Genau die gleiche emotionale Lage. Die Tür hinten Und nichts in der los! Birne. Passt. Ja. Ja, Brad. Ich würde sagen, du bist ehrlich. Hier abhauen! Nee, Brett, lass ihn einfach. Lass den Brett einfach hier. Der ist schon verseucht. Nein, wir sind kein Team. Ja. Ja, Brett, du warst ein guter Freund. Ich habe dich jetzt 2 Minuten kennengelernt. Du hast versucht, mich irgendwo zu lassen. Oh, Pistole. Ja, gib mir eine. Ich hatte eine bessere. Was heißt denn sorry, der braucht die nicht mehr. Oh. Hey, schieß über.